Verlierst du Urin bei anstrengenden Situationen? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Ich zeige dir heute einfache Übungen gegen Belastungsinkontinenz für den Beckenboden und gebe dir hilfreiche Tipps für den Alltag. Und eins sage ich dir gleich: Anspannen beim Stehenbleiben an der Ampel hilft nicht. Belastungsinkontinenz ist der unwillkürliche Abgang von Urin bei Situationen, wo der Druck im Bauch sich erhöht. Zum Beispiel bei Hüpfen, Husten oder Hochheben von schweren Gegenständen. Die Ursache für eine Belastungsinkontinenz ist häufig ein zu schwacher Beckenboden. Wenn du dieses Problem hast, dann solltest du diese Übungen ausprobieren. Das Wichtigste vorab: Der Beckenboden hat mehrere Muskelschichten und du musst zuerst wahrnehmen können, dass du nur den Beckenboden oder hauptsächlich den Beckenboden anspannst und nicht das Gesäß und die Oberschenkel innen. Dieses Video zeigt dir, wie du genau das machst. Was ich häufig in der Praxis erlebe, ist, dass die Patienten vor allem nur in Rückenlage oder im Sitzen üben. Und das ist gut in den Beginn. Aber es ist extrem wichtig, dass du in die Situationen, wo du Urin verlierst, auch tatsächlich übst. Und deswegen sind diese Übungen die beste dafür. Für die erste Übung solltest du dich hinsetzen. Je weit nach vorne du sitzt, desto leichter ist die Übung. Wenn du dich ganz weit nach hinten hinsetzt, dann ist die Übung erstmal schwerer. Dann fangen wir an. Du setzt dich auf die vordere Kante von dem Stuhl. Deine Füße sind hüftbreit auseinander. Du bringst deine Arme erstmal nach vorne. Das macht die Übung auch erstmal ein bisschen anstrengender. Dann erstmal tief einatmen und ganz entspannt in den unteren Bauch einatmen. Bei der Ende der Einatmung spannst du jetzt den Beckenboden an und jetzt gleichzeitig ausatmen, Beckenboden anspannen, hochkommen und die Arme nach unten bewegen. Und wenn du ganz oben angekommen bist, lässt du den Beckenboden komplett wieder locker. Noch einmal einatmen, entspannt nach unten kommen, auf die vordere Kante vom Stuhl sitzen. Wenn du unten angekommen bist und komplett eingeatmet hast, dann solltest du den Beckenboden anspannen. Du hältst jetzt deine Beckenbodenspannung, atmest aus, begibst dich in die aufrechter Stand und dann die Arme nach unten. Einatmen runter, Beckenboden anspannen, ausatmen hoch. Erst wenn du komplett oben bist, dann lässt du den Beckenboden wieder locker. Es ist wichtig, dass du nicht mit voller Kraft den Beckenboden anspannst, sondern die subvoller Kraft. Das heißt so ungefähr 80%. Um Kraft aufzubauen, ist es wichtig, dass du diese Übung für mindestens 2 bis 3 Serien durchführst, für jeweils 8 bis 15 Wiederholungen. Es ist wichtig, dass du die ganze Zeit auf sicher sein musst, dass du den Beckenboden während dem kompletten Aufstieg auch anspannen kannst. Wenn das reine Hochkommen für dich zu leicht wird, dann kannst du noch zusätzlich Gewicht in den Händen nehmen und dadurch wird die Übung anstrengender. Hast du auch Probleme mit dem Beckenboden? Dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du viele Tipps für deine Gesundheit und wie du mit einfachen Übungen zu Hause deine Beschwerden lindern kannst. Es ist wichtig zu wissen, dass dein Beckenboden zusammen mit Bauch- und Rückenmuskulatur arbeitet. Das heißt, Stabilisationsübungen, wo du gleichzeitig diese komplette Muskulatur anspannst, haben einen positiven Effekt auf den Beckenbodentraining. Eine gute Übung, wo du dies hinbekommst, zeige ich dir jetzt. Ich zeige dir jetzt die Übung Sitzen auf dem Ball. Du kannst es zu Hause genauso machen auf dem Stuhl. Jedoch die instabile Ebene sorgt dafür, dass du mehr Muskelaktivierung hast, als wenn du jetzt auf dem Stuhl sitzen würdest. Du setzt dich jetzt mittig auf den Ball hin oder auf die vorderen Kante von dem Stuhl. Mit dem rechten Arm in 90 Grad und das Knie von der linken Seite in 90 Grad versuchst du gleichzeitig beide Extremitäten hochzuheben. Das heißt, den rechten Arm bringst du nach oben und auch das linke Bein.
und dann wieder nach unten. Dann rechter Arm hoch und linkes Bein hoch, wieder runterlassen und dann abwechseln auf der anderen Seite. Linken Arm, rechtes Bein. Wichtig ist, dass du versuchst, mit dem Rumpf so stabil wie möglich zu bleiben und gleichzeitig den Beckenboden anspannen. Locker lassen, wenn du beide Füße auf dem Boden hast, anspannen und wieder hoch. Locker lassen auf dem Boden, anspannen und wieder hoch. Diese Übung solltest du nach Zeit machen. Das heißt, führe sie für mindestens 2 Minuten durch. Packe aber nur so viele Wiederholungen rein, bis dass du jetzt fühlst, dass du stabil bleibst. Ab dem Punkt, wo du anfängst, dein Gleichgewicht zu verlieren, dann ist die Übung zu Ende. Mach eine Pause von ungefähr 45 Sekunden und dann geh zur nächsten Serie. Und nicht zuletzt solltest du die Sprünge in sich auch üben. Es ist extrem wichtig, den Beckenboden auch der Belastung auszusetzen. Eine einfache Variante zeige ich dir jetzt. Du beginnst mit deinen Füßen hüftbreit auseinander. Nimmst deine Hände nach unten, spannst den Beckenboden jetzt einmal an und bei der Ausatmung gibst du jetzt einen leichten Sprung mit einem Bein nach vorne. Bringst das andere Bein dazu und lässt es dann wieder locker. Beckenboden anspannen, mit einem Bein nach vorne hüpfen, beide Füße auf dem Boden, Beckenboden locker lassen. Wenn du das Gefühl hast, dass du den Beckenboden die ganze Zeit anspannen kannst während die Einbeinsprünge, dann kannst du die Belastung erhöhen, indem du den Beckenboden anspannst, leicht in die Knie gehst und jetzt mit beiden Füßen gleichzeitig nach vorne hüpfst. Erstmal nach Landung solltest du dann den Beckenboden wieder locker lassen. Beckenboden anspannen, Spannung halten, Landung mit beiden Füßen und erst dann Beckenboden wieder locker lassen. Wichtig ist, dass du versuchst, mit der Ausatmung den Sprung zu machen, damit du die Atmung nicht festhältst. Das Anhalten der Atmung würde dazu führen, dass du den Druck in den Bauchbereich noch weiter erhöhst. Der Beckenboden hat die Funktion, deine Kontinenz gewährleisten. Das heißt, in den Situationen, wo du jetzt halt dicht sein musst, weil du den Drang spürst, dann solltest du auch tatsächlich die Anspannungen üben. Spannungsübungen in Situationen, wo du den Beckenboden nicht wirklich brauchst, wie zum Beispiel Stehen an der Ampel oder beim Autofahren, führen nicht wirklich zum Ziel, weil diese Funktion von Kontinenz abgekoppelt ist für diese Situation. Nutz lieber die Zeit, nimm dir lieber die Zeit und trainiere es bewusst in die Situation, wo du es notwendig hast. Damit bekommst du nicht nur eine Effektivität von dem Training, aber auch schnelle Ergebnisse. Denk aber dran, Training braucht Zeit. Du solltest diese Übung mindestens 3, idealerweise wäre 4 Mal in der Woche durchführen. Und dann brauchst du einen Trainingszeitraum von mindestens 3 Monate, bis du tatsächlich deine Ergebnisse auch spürst. Denk daran, du bist diejenige, die am meisten für deine Gesundheit machen kann. Und jetzt, wo du weißt, was und wie, nutze die Chance.